Willkommen zu Lass dich nicht täuschen, Eupathie gegen Fake News, dem Videopodcast von Eupathie Schweiz. Heute sprechen wir über ein Thema, das zunehmend an Brisanz gewinnt, Fake News und genau gesagt Fake News im Gesundheitswesen. Durch Social Media und den Einsatz von künstlicher Intelligenz verbreiten sich Falschinformationen rasant und mit der immer besseren Professionalität ihrer Machart gewinnen sie ein Millionenpublikum und gleichzeitig untergraben sie so auch das Vertrauen in das Gesundheitswesen. Und gerade Menschen, die gesundheitlich belastet oder eben verunsichert sind, die sind sehr empfänglich für diese Inhalte. Und das bedeutet gerade für Ärztinnen und Ärzte eben, dass sie mehr Aufklärungsarbeit, mehr Vertrauensarbeit und eben auch weniger reale Zeit haben. Und genau über diese Entwicklungen und Herausforderungen sprechen wir deshalb heute mit jemandem, der beide Seiten kennt, nämlich als Arzt und auch aus der Sicht als Patient. Dr. Stefan Schobinger ist seit über 20 Jahren als Arzt tätig, aktuell als Onkologe am Inselspital in Bern und engagiert sich seit vielen Jahren für eine stärkere Rolle von Patientinnen und Patienten im Gesundheitswesen. Willkommen Stefan, sehr schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, Enrique, und ich freue mich auf unser Gespräch. Stefan, du bist Arzt, hast auch Erfahrung als Patient und bist engagierter Patientenexperte. Du kennst also das Gesundheitswesen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und da würde es mich sehr interessieren, wann hast du zum ersten Mal so eine Berührung gehabt mit Fake News? Gab es für dich da so einen Moment, wo du wirklich gemerkt hast, Fake News, das ist wirklich eine Gefahr, das kann schädlich sein im Gesundheitsbereich? Ja, das stimmt. Ich beschreibe das jeweils so. Ich kenne Krankheit von beiden Seiten der Bettkante oder von beiden Seiten des Sprechstundentisches. Und während meiner gesamten Ausbildung wurde mir beigebracht, dass eine Therapie oder eine Maßnahme auf evidenzbasierten Maßnahmen beruht, die gut untersucht wurden durch verschiedene Studien, da reicht nicht nur eine, und aufgrund von gleichen Resultaten wird eine Therapie angepasst oder, wenn sie eben keinen Vorteil zeigt, wird sie verworfen. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo die Fake News ansetzen. Die brauchen eben nicht diese Verifizierung unserer Studienresultate. Ich erinnere mich sehr gut an einen Patienten, den ich betreut habe mit Dickdarmkrebs. Ich habe ihn während knapp 5 Jahren betreut und leider war die Krankheit dann so weit fortgeschritten, dass keine klassisch-medizinischen Therapieoptionen mehr bestanden und wir ihm palliative Maßnahmen anbieten konnten. In einer Illustrierten hat er dann von einem Professor aus Wien gelesen, bei dem er eine Saftkur machen konnte und ihm wurde sogar Heilung versprochen. Also griff er nach diesem letzten Strohhalm, fuhr nach Wien, bezahlte sage und schreibe 20.000 Franken, trank während 5 Tagen diese Säfte in einem 5-Stern-Hotel in Wien. Und nur 3 Wochen später sah ich ihn dann wieder auf dem Notfall, wurde er eingeliefert mit einem Darmdurchbruch und ist 3 Tage später verstorben. Und da wurde mir so richtig klar, wie mit der Not, mit dem Leiden der Patientinnen in der letzten Zeit und in dieser hoffnungslosen, auswegslosen Situation eben Profit geschlagen wird und wie sie ausgenutzt werden. Und das war so für mich der Ausgangspunkt, wo mir so wie Schuppen von den Augen fiel, was eben Fake News oder Falschinformationen bewirken können. Na klar, das ist auch ein sehr dramatischer Ausgang, vor allem wenn man, nehme ich an, als Arzt ja, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, durchaus etwas tun hätte können. Ja, ich denke, in dieser Situation steht eben vor allem die Palliation, das heißt die unterstützende
Behandlung im Vordergrund. Man hätte sehr gut Schmerzen behandeln können. Man hätte vielleicht sogar erreicht, dass er die letzten Tage zu Hause verbringen hätte können. Und so hat er seine letzten Wochen eben auch weg von seiner Familie, zwar in einem Hotel, aber trotzdem mit einer Therapie verbracht. Und das ist überhaupt nicht, was man unter Palliation versteht. Na klar. Und wie ist das heute so? Wir haben es vorhin bereits angetönt, künstliche Intelligenz, da bekommt man noch viel schneller als früher, als man einfach eine Krankheit googelte, Ratschläge. Wie sieht das bei dir jetzt in der Praxis aus, im Alltag? Werden solche Fälle, wie jenen, den du beschrieben hast, häufiger? Ja, schon. Man merkt das daran, dass die Papierberge, die die Patientinnen zur ersten Konsultation mitbringen, eben immer dicker werden und sie selbst immer mehr ihre eigene Krankheit im Internet versuchen zu recherchieren und dabei auf völlig ungefilterte, grenzenlose Informationen stoßen. Und dann da alles auseinanderzunehmen, mit dem Patienten, der Patientin zu diskutieren, einen gangbaren Weg zu finden, die Patientin trotzdem ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor allem in der heutigen Zeit, wo uns schlicht einfach die Zeit auch fehlt. Ich meine, wir haben eine getaktete Sprechstunde in Halbstundentakt, wir haben sehr viel administrative Aufgaben, ich denke da an Krankenkassenanfragen, sonst Versicherungsanfragen, an Kostengutsprachen und so weiter, und letztendlich bleibt einfach für den Patienten, die Patientin zu wenig Zeit, und das ganze Problem wird schließlich auf dem Rücken der Patienten ausgetragen. Du hast da bereits schön das Bild gemalt, genau, weil das ist auch so meine Frage, welche Auswirkungen haben Fake News? Es ist ja nicht nur, oder selten nicht nur ein Patient, eine Patientin, die betroffen ist, sondern es ist ein Rattenschwanz, und deshalb meine Frage, welche Auswirkungen haben diese Fake News gesamtheitlich, konkret auf die Patientenversorgung, wenn du diese Entwicklung jetzt aus fachlicher Sicht betrachtest, nicht nur du als behandelnder Arzt, sondern als Gesundheitswesen? Ja, sehr schön sehe ich das jeweils in meiner Arbeit als Leiter einer Patientenorganisation im direkten Gespräch mit anderen Betroffenen. Wenn man unter Patientinnen miteinander spricht, da ist man offener als gegenüber dem Arzt, der Ärztin, und bespricht auch mal Therapien, die jetzt, sagen wir, außerhalb des klassischen medizinischen Rahmen bewegen. Und da muss ich schon sagen, dass circa, ich würde sagen, 30 bis vielleicht sogar 50% aller Patientinnen nehmen Therapien ein oder unternehmen therapeutische Vorgänge, die nicht mit dem Arzt, der Ärztin abgesprochen sind, weil sie eben Angst haben, dass dies in der Diskussion mit dem Arzt als nutzlos abgetan wird. Und ich denke, da liegt auch wieder das Problem, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Es ist einfach wichtig, mit dem Arzt, der Ärztin im Rahmen einer guten Arzt-Patientinnen-Beziehung solche Punkte diskutieren zu können und solche auch Therapien, die parallelmedizinischer Natur oder was auch immer wie geartet sind, eben auf den Tisch legen und diskutieren, besprechen kann. Was sicher nicht stimmt, ist der oft gehörte Satz, es nützt nicht, aber schadet wenigstens auch nicht. Da kann man sagen, das ist sicher falsch. Das stimmt nicht. Da gibt es auch bei homöopathischen Therapien ganz klar Wechselwirkungen mit klassisch-medizinischen Methoden, und deshalb umso mehr, es ist wichtig, dass man zusammen spricht und gemeinsam einen therapeutischen Weg findet. Du sagst es schön, gemeinsam einen therapeutischen Weg finden.
es erschreckt mich aber doch, wenn du sagst, eben fast die Hälfte diskutiert diese oder mögliche Therapien, die sie interessant fänden, nicht mit dem Arzt aus Angst, weil dann wie transparent werden könnte, okay, sie sind auf Fake News reingefallen, ist ein bisschen viel, aber sie überlegen sich das. Wie gehst du denn selbst als Arzt in der Sprechstunde mit solchen Situationen um? Weil eben, wenn du sagst, man sollte möglichst gemeinsam diesen Weg machen, da braucht es ja Vertrauen und Zeit. Vertrauen, das ist ja, würde ich sagen, ein wenig gestört. Das ist ja noch recht schwierig. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ja, wie kannst du mit diesen Personen von Falschinformationen abrücken und sie näher wieder an den gemeinsamen Weg bringen? Also ich glaube, eine Stütze dieses Gemeinsam haben wir noch nicht besprochen. Und das sind die Spezialisten, die sich eben mit parallelmedizinischer oder fernöstlicher Medizin auskennen. Auch das sind Spezialisten, auch die gibt es. Und wenn eine Arzt-Patientinnen-Beziehung eine Qualität hat, die es eben zulässt, über solche therapeutischen Wünsche zu diskutieren, dann bin ich absolut bereit, einen Patienten auch mal zu so einem Spezialisten zu schicken und eine Meinung einzuholen aus Sicht eines Parallelmediziners. Ich will mit Fake News überhaupt nicht sagen, dass Parallelmedizin oder fernöstliche Medizin, dass die nicht wirkt. Sondern mit Fake News oder unter Fake News verstehe ich eben Versprechen, die nicht gehalten werden können. Und ich denke, dass Akupunktur zum Beispiel wirkt, das ist weit verbreitet akzeptiert soweit. Klar, aber bei Fake News eben, wie wir besprochen haben, geht es ja mehr um eben Versprechen, dass man Krebs jetzt mit einer Saftkur heilen kann. Das ist ja dann etwas anderes, komplett anderes als die Akupunktur so. Absolut, also das sind dann eben einzelne Exponenten, die irgendeine wilde Therapie vorschlagen, die dieses Versprechen, das sie den Patientinnen geben, nie halten können, weil die Therapie nicht wirkt, weil sie vielleicht sogar schadet im schlimmsten Fall. Und genau da sind wir beim Thema Fake News. Und mit diesen Patientinnen ins Gespräch zu kommen und diese Patientinnen zu überzeugen, dafür braucht es eben genau diese gute Beziehung zum Patienten und es braucht dafür viel Zeit, sehr viel Zeit. Jetzt, genau, du hast gesagt, es braucht eine gute Beziehung, viel Zeit. Eine gute Beziehung baut man über viel Zeit auf, aber Zeit ist ja knapp und deshalb so meine Frage an dich. Tun Spitäler, Fachgesellschaften und Behörden aktuell genug gegen diese Desinformation oder siehst du konkrete Lücken und ja, was müsste sich grundsätzlich ändern, damit diese Patienteninformation oder auch Beziehung dann besser funktioniert? Weil für mich ist es ja ein Rattenschwanz, oder? Der Fake News stört die Beziehung, dann muss man die Beziehung wieder mit viel Zeit aufbauen und dann könnte es ja womöglich sein, dass es für die Patientin oder den Patient bereits zu spät ist. Ja, wo siehst du hier Lücken? Ich sehe da Lücken vor allem in der Information. Wenn ich Internetseiten anschaue von Kliniken, von betroffenen Organisationen, muss ich sagen, sind die für einen großen Teil der Patientinnen nicht verständlich. Und genau da, denke ich, sollten wir als erstes ansetzen. Wir sollten Informationen kreieren, die für die Patientinnen verständlich sind. Ich mache das an unserer Klinik praktisch, indem ich Nebenwirkungsdossiers erstelle für jede Chemotherapie, die wir verabreichen. In Sprache der Patientinnen lasse es von Patienten, die keinen medizinischen Background haben, auch gegenprüfen und kann so ziemlich sicher sein, dass der Inhalt auch verstanden wird.
Wenn aber irgendeine zwar tolle Studie, die gerade veröffentlicht wird und die ein neues Medikament der Zulassung nahe bringt, auf einer betroffenen Homepage publiziert wird und kein Mensch der Betroffenen versteht das, dann ist das einfach der falsche Weg. Das wird weder gelesen noch verstanden, so kommen wir nicht weiter. So etwas muss einfach zuerst quasi in die Sprache der Patienten übersetzt werden, damit es überhaupt den Weg zu ihnen findet, damit sie überhaupt die Fähigkeit haben und die Grundlagen dafür haben, selbst entscheiden zu können und selbst auf Augenhöhe ein Gespräch mit dem Arzt führen zu können. Um eben wieder diese Beziehung zu stärken können. Ich finde, das ist eine sehr schöne Maßnahme, eben um die Patienten bemächtigen, dass sie selbst rauskommen, um Fake News besser wahrnehmen können. Gibt es weitere Maßnahmen, die du jetzt selbst machst oder beobachtet hast, wie eben gegen solche Falschinformationen im Gesundheitswesen vorangegangen wird? Also ich stelle fest, dass zunehmend Patientinnen, vor allem jetzt mit der künstlichen Intelligenz, sich eben solche Studien in leichte Sprache oder einfache Sprache übersetzen lassen und so auch den Inhalt dieser Untersuchungen verstehen und dann eben auf Augenhöhe mit dem Arzt diskutieren können und ihren aktiven Beitrag zur Therapiefindung und zum Vorgehen auch wirklich besprechen können. Ich meine, es ist etwas anderes, wenn eine Patientin zwar zuhört und am Schluss Ja oder Nein sagt oder ob man der Patientin überhaupt die Möglichkeit gibt, eben zu verstehen, über was man diskutiert und dann die Pro und Contra mit ihnen abwägen kann und so gemeinsam einen Weg findet. Hast du zum Abschluss noch weitere Tipps für die Patientinnen und Patienten oder einfach allgemein für Menschen, die jetzt mit Fake News im Gesundheitswesen in Berührung kommen? Ja, ich glaube, ich habe da Anliegen an ganz viele, nehmen wir jetzt das englische Wort, Stakeholder des Gesundheitswesens. Ich glaube, wir müssen uns da alle selber ein bisschen an der Nase nehmen. Erstens sind da die Kliniken und Ärzte, die sich einer Sprache bedienen sollten, die auch von Patientinnen verstanden wird. Zweitens sind da Betroffenenorganisationen, die hier sind, um Betroffene zu betreuen, ihnen weiterzuhelfen, sie zu unterstützen, aber sie sollten nicht in die Lage von Ärzten oder von Fachpersonal kommen. Ich glaube, für das haben wir andere Menschen, die zuständig sind. Das müssen wir ganz klar voneinander trennen, die Aufgabe der betroffenen Organisation. Und dann sind da die Patientinnen selbst, die zusätzlich auch sich bilden können. Wir haben zum Beispiel bei Eupathie einen Kurs auf die Beine gestellt, wo sich ein Patient, eine Patientin eben das nötige Wissen aneignen kann, um zu verstehen, was bedeutet es, klinische Forschung zu betreiben, was bedeutet es, klinische Forschungsresultate zu interpretieren und überhaupt das schweizerische Gesundheitswesen zu verstehen. Also da denke ich, da sind wir alle gefordert und wir müssen alle unseren Schritt dazu tun, dass wir Fake News möglichst keine Chance geben. Also durch Bildung, durch ein Auseinandersetzen mit der Materie dann auch wieder diese Vertrauensbasis zu schaffen. Und so dann lässt man sich auch nicht täuschen, dann kann man diese Fake News besser erkennen. Ganz vermeiden lässt sich das wohl nie, aber man hat zumindest dann keine Hürde mehr, wenn man tatsächlich mal was hört, es mit dem Arzt, der Ärztin zu besprechen und kann dann so viel besser reagieren. Genau, und ich denke, je kleiner das Gefühl des Ausgeliefertseins auf Seiten des Patienten, der Patientin besteht, desto weiter sind wir gekommen und desto besser ist die Behandlungsqualität und vor allem die Arzt-Patientinnen-Beziehung. Wunderbar.
Stefan, ich danke dir vielmals. Du hast jetzt sehr viel Spannendes erzählt. Auch danke für diesen Einblick in diese Seite. Eben ich kenne es meistens nur als Patient selbst und eben ist es sehr spannend und ich denke, wenn man dies so umsetzt, dann kann man wirklich miteinander diese Vertrauensbasis wiederherstellen, auch wenn die Zeit der Konsultation natürlich immer noch knapp sind. Aber das ist sehr gut, vielen Dank dir. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie man Gesundheitsinformationen besser einordnen kann, dann schaut vorbei auf www.eupati.ch. Dort findet ihr alle Informationen, Quizformate und auch unsere Kampagne zum Thema Fake News im Gesundheitswesen. Danke fürs Zuschauen und lasst euch nicht täuschen.